Neues Jahr, neues Glück. Hier sind wir wieder. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Bei mir war es leider so, dass ich erstmal 3 Tage flach gelegen habe komplett. Aber gut, bei dem Wetter, was wir momentan haben, das hin und her, völlige Katastrophe. Was willst du sagen? Es ist kein Winter, es ist kein Frühling, Sommer sowieso nicht. Und kalt, nass, trocken, da erwischt es jeden, denke ich mal. Was wollen wir heute machen? Im Garten haben wir einiges an Vogelhäuschen, Futterhäuschen, sowohl für Vögel als auch für unser Eichhörnchen, was ihr in dem einen oder anderen Video von mir schon gesehen habt, wo ich auch dem sein Häuschen gebaut habe. Heute geht es mal um ein Futterhäuschen für unsere Vögel, weil wir haben hier eins. Das hängt so ein bisschen, naja, am seidenen Faden. Leute, ehrlich, es ist doch wie überall. Wir Heimwerker, Hobbyhandwerker, wie wir uns schimpfen, wir sind ja auch Sammler und Jäger und man sammelt halt auch immer Restholz. Ich habe hier so einen kleinen Stapel, den will ich auch verarbeiten. Da werden wir ein neues Futterhäuschen draus bauen und da nehme ich euch ein bisschen mit. Ich denke, es gibt ein kleines, schnelles Projekt und ich würde sagen, nach dem Intro legen wir direkt los.
So ihr Lieben, hier steht's nun. Ihr habt gesehen, ich habe unten noch einen Fuß dran gemacht. Und zwar, wir haben im Garten 2 Rohren. An dem einen ist ein Vogelhäuschen, wo sie nisten können. Und das andere war an dem anderen Rohr dran. Aber hier will ich es oben jetzt aufs Rohr draufstecken. Deswegen habe ich die Kreise ausgeschnitten. Habe das alles sauber und dick verleimt. Habe es hier auch noch mal mit 2 Winkeln dann festgeschraubt ans Häuschen. Und vorne eine Schraube mit Gewinde, damit ich das dann ein bisschen fixiert kriege auch. Und sich das nicht verdreht oder verdrehen kann. Alle Materialien, die ich hier benutzt habe, das ist alles nur noch Fundus gewesen, wie auch am Anfang schon erwähnt. Ich finde, es ist ganz gut geworden. Okay, fall runter. Ich habe auch nur leicht geschliffen, weil ich will den Naturlook komplett behalten. Kann auch gern ein bisschen verwittern, um Gottes Willen. Ich bin jetzt hingegangen, habe nur eine Art Überzug-Klarlack drauf gemacht, weil es soll so bleiben, wie es ist. Es kommt Futter rein, die Vögel können landen, können rein, können futtern. Ich habe auch extra die Löcher ein bisschen kleiner gemacht, weil bei unserem alten Häuschen war es denn so, dass auch Tauben gemeint haben, sie passen da rein und die haben nicht reingepasst. Ihr habt gesehen, wie das Häuschen aussieht. Es ist alles getackert und verleimt. Hier vorne habe ich noch einen Haken reingemacht, da kommen dann die Meißenknödel noch dran. Meine Frau, die kümmert sich da immer recht gut um unsere ganzen Besucher im Garten. Ich lasse jetzt den Lack noch ein paar Minuten trocknen, dann bringe ich es raus, montiere es. Ich hoffe, euch das kleine Video Restholz-Projekt von mir gefallen. Wenn es so ist, könnt ihr gerne ein Like oder ein Abo dalassen, kostet nichts, unterstützt mich ein bisschen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn hier in der Bastelbude auch wieder gebastelt wird. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Rücki.